Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir backen heute zusammen ein schnelles Nuss-Eiweißbrot ohne Gehzeit. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen üblichen Küchenhelfer, den Thermomix, gegen die KitchenAid getauscht, weil ich backe jetzt ein Brot, was in eine wirklich große Brotbackform kommt. Die seht ihr hier. Und die Menge Teig, da muss man jetzt mal sagen, das stößt dann der Thermomix doch mal an seine Grenzen. Das geht mit der KitchenAid, mit dem Knethaken einfach besser. Die kommt da besser durch und knetet mir den Teig einfach besser. Deswegen heute mal die KitchenAid am Start. Wir legen auch los. Man braucht einige Zutaten, aber es ist jetzt nichts Unübliches, bekommt man in jedem gut sortierten Supermarkt. Wir starten mit 150 Gramm Haferflocken zart. Ich habe die Zutaten schon alle abgewogen und abgemessen, dass es etwas schneller geht. 250 Gramm Haferkleie. Dann 750 Gramm Magerquark. Das sind schon ganz schöne Mengen, wie ihr seht. Aber am Ende gibt es ein richtig leckeres, knuspriges Brot. Also eine Zeit lang fand ich immer diese Eiweißbrote, die man so zu kaufen bekam, waren immer sehr lappig und gummiartig. Und das Brot hier, das schmeckt wirklich schön knusprig und lecker. Das kann ich euch versprechen. Dann kommen 2 Päckchen Weinstein-Backpulver hinzu. Ich nehme immer statt normalem Backpulver Weinstein-Backpulver. Das ist bekömmlicher. Man hat kein Bauchweh, keine Nachwehen in Form von einem Blähbauch oder ähnlichem. Kann ich euch nur empfehlen. Ist ein kleines bisschen teurer, aber nicht sehr. Dann kommen dazu 5 Eier, komplett Eiweiß und Eigelb. Die habe ich auch schon mal von den Eierschalen befreit. Dann 50 Gramm Leinsamen. 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Ich habe die jetzt so gelassen, wie sie sind. Man kann die natürlich auch vorher mahlen, wenn man jetzt kein Brot mag mit Körnern. Sowas gibt es ja. Dann 70 Gramm Haselnusskerne gemahlen. Ich habe jetzt schon fertig gemahlene gekauft. Wenn ihr Haselnüsse komplett kauft, solltet ihr darauf achten, dass die naturbelassen und ungesalzen sind. Dann könnt ihr die auch in einer normalen Mühle vorher mahlen. Wie gesagt, es gibt aber auch schon fertig gemahlene, wie in diesem Fall. Dann 2 Teelöffel Salz. Dafür brauchen wir aber einen Teelöffel. Meine Schüssel von der KitchenAid fast 4,3 Liter. Die ist jetzt auch schon gut gefüllt. Aber ich habe Vertrauen, die KitchenAid schafft das. Diese Brotbackform braucht man auch nicht einfetten. Ich habe das anfangs immer gemacht, weil der Hersteller das so vorgegeben hat. Dann habe ich es einmal vergessen und siehe da, das Brot ging trotzdem super aus der Form. In der Zeit, in der unser Brotteig vorbereitet wurde und geknetet, habe ich den Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Da gebe ich jetzt die Backform hinein und lasse das Brot 50 Minuten backen. Es geht nicht super hoch, ja, aber es wird noch etwas sich nach oben arbeiten. Wir sehen uns nach 50 Minuten. Bis gleich. 50 Minuten Backzeit haben wir hinter uns gebracht. Ich habe aber noch einen kleinen Nachtrag, bevor wir uns wieder dem Brot widmen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich anfangs den Knethaken in der KitchenAid hatte, aber es war natürlich ein Fehler. Ich brauche natürlich den Flachhaken, weil der Knethaken schafft es gar nicht, diese große Menge Teig durchzurühren. Ich habe also dann, während das Video lief, noch den Knethaken gegen den Flachhaken getauscht. Nur für aufmerksame Zuschauer, die das vielleicht bemerkt haben. Also, unser Brot hat 50 Minuten gebacken. Es ist jetzt schön knusperbraun. Ich hoffe, es geht auch gut aus der Form. Nicht, dass ich hier den Vorführeffekt habe. Tut es, tut es. Wie ihr seht, es ist wirklich schön braun und knusprig.
Man kann die Backzeit natürlich verkürzen oder verlängern, wie man mag. Wir mögen es etwas krosser. Das kann man den eigenen Bedürfnissen anpassen. So ein Brot wiegt ca. 1,5 Kilogramm. Das ist also schon recht groß und schwer. Wer jetzt nicht so viele Esser daheim hat, kann natürlich das Brot teilen und auch in Scheiben einfrieren oder am Stück einfrieren. Nach dem Auftauen schmeckt es wieder genauso gut. Es ist, wie gesagt, 2 bis 4 Tage frisch, ohne dass man irgendwelche Einbußen hat. Dann wünsche ich euch viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, eure Christina.